Willkommen zurück aus der Pause. Mein Name ist Nikolas Rakebrand und ich werde jetzt zusammen mit Erik Schlieb durch den nächsten und letzten Teil unserer heutigen Veranstaltung führen, die Präsentation der Umfrageergebnisse und natürlich die anschließende Podiumsdiskussion mit unseren Gästen. Wir wollten natürlich, nachdem wir jetzt die Experten, Meinungen und Vorträge gehört haben, jetzt auch nochmal zeigen, was der Normalbürger, der Durchschnittsbürger mehr oder weniger, den wir versucht haben zu interviewen, auf unsere Fragen geantwortet hat. Ja, wie die meisten wissen, haben wir eben eine Umfrage durchgeführt und dazu standen wir einen Tag in der Innenstadt in Göttingen und haben Passanten befragt. Man konnte an dem Ganzen auch online teilnehmen und dabei ging es um das Wissen und die Einstellung der Leute zum Thema Biotechnologie und synthetische Biologie. Insgesamt konnten wir dann 305 Fragebögen auswerten, was eine ganz gute Zahl ist, denke ich. Also nochmal herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben, es hat wirklich geholfen. Hier nochmal ein paar Eckdaten. Wir hatten ein relativ ausgeglichenes Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Befragten. Fast die Hälfte hatte naturwissenschaftliche Vorbildung gehabt. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Wissenschaftsstandort Göttingen zu tun und dass natürlich auch viele Kommilitonen und Kommilitoninnen teilgenommen haben. Die Altersverteilung war eigentlich relativ gut, also wir konnten aus allen Gruppen genügend Leute fragen, nur die unter 18-Jährigen haben leider einen relativ kleinen Anteil von nur 3,6% gehabt. Und der Großteil sind wahrscheinlich Studenten zwischen 18 und 25, fast 40%. Wir wollten natürlich wissen, was verbinden die Leute überhaupt mit dem Begriff synthetische Biologie. Und wir haben jetzt schon eine ganze Menge darüber gehört. Und über 60% haben auch den künstlichen Genbaukasten angekreuzt. Das heißt ja, dass sich mit dem Thema anscheinend schon ein bisschen auseinandergesetzt wurde und ein bisschen Informationen bestehen, auch wenn jetzt natürlich schon viele Naturwissenschaftler dabei waren. Aber es war trotzdem ein gutes Zeichen, wie wir fanden. Herstellung von Medikamenten wurde zum Beispiel auch oft genannt oder Genfood, was natürlich auch einen gewissen Bezug zu dem Thema hat. Dann hat uns auch interessiert, wie gut die Leute sich allgemein über Wissenschaft und Biotechnologie informiert fühlen. In den krassen Bereichen, also sehr gut oder gar nicht, waren nur ungefähr 8% jeweils. Die meisten haben sich so in der Mitte bewegt und wir haben dann noch einen Durchschnitt errechnet, der mehr oder weniger genau in der Mitte liegt. Also scheint hier kein krasser Informationsmangel vorzuliegen, aber es ist schon noch Luft nach oben, vor allem wenn man bedenkt, dass eben viele Studenten waren. Dann hat uns natürlich auch interessiert, welche Quellen denn überhaupt genutzt werden, um sich über Wissenschaft zu informieren. Nicht ganz überraschend ist dann das Internet ganz vorne hier, fast 60% nutzen das, um Informationen zu beziehen. Dann dicht gefolgt vom sozialen Umfeld, das nutzen immerhin noch 45%, um sich über Wissenschaft zu informieren. Und danach kommen Wissenschafts-TV, Informations-TV, Wissenschaftsjournale und Tageszeitungen. Ein bisschen abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt dann das Radio, das mit 16% einen nicht gerade großen Anteil hat. Das scheint ja ein bisschen unter den Tisch zu fallen. Ja, Herr Kabeck hat es ja vorhin schon erwähnt, dass Gentechnik und synthetische Biologie ja, mehr oder weniger sehr vernetzt sind. Und da wollten wir natürlich mal wissen, ob die Leute überhaupt wissen, wo Gentechnik hintersteht oder drinsteckt, in welchen Produkten, was ja für die Verbraucher eigentlich wichtig sein sollte. Und haben mal die Frage gestellt, ob denn schon mal Produkte verwendet wurden, die mit Hilfe gentechnisch veränderter Mikroorganismen hergestellt wurden, wie zum Beispiel Medikamente oder Waschmittel. Und da war eben eine ganz klare Aussage, 3/4 haben gesagt, sie haben überhaupt keine Ahnung, ob irgendwelche Produkte, die sie benutzt haben, mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt wurden. Also hier scheint wirklich noch ein großes Informationsdefizit zu bestehen. Darum haben wir uns gedacht, wir stellen mal ein paar Produkte vor, die jetzt nicht unbedingt von gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt wurden, oder selber gentechnisch verändert sind, wo vielleicht auch nicht jedem klar ist, dass das so ist. Gut, das erste Beispiel sind jetzt die Nutzpflanzen, wie zum Beispiel Mais oder Reis. Ich denke mal, das wissen auch die meisten, gibt es ja auch viele Kontroversen. Als Beispiel ist hier der goldene Reis aufgeführt. Der wurde ursprünglich entwickelt, um Vitamin-A-Mangel in asiatischen Entwicklungsländern zu bekämpfen. Und die Reiskörner haben eben einen erhöhten Vitamin-A-Gehalt, darum sehen die auch so gelblich aus und das heißt Golden Rice. Das zweite Beispiel, natürlich auch ein großes Feld, sind die Medikamente. Insulin zum Beispiel wurde früher oft von anderen Tieren genutzt, um Diabetiker zu behandeln. Das ist heute nicht mehr der Fall, das ist auch nicht immer besonders gut verträglich gewesen, sondern man hat irgendwann halt das Gen entschlüsselt für Insulin im Menschen und mittlerweile wurden Mikroorganismen darauf programmiert, dass sie dieses Insulin produzieren im großen Stil. Ein weiterer wichtiger Punkt sind Antikörper. Hier spielen jetzt nicht die Mikroorganismen eine Rolle, sondern Säugerzellen, die darauf programmiert wurden, bestimmte Antikörper zu produzieren. Die werden heutzutage verstärkt in der Krebstherapie angewendet, weil sie bestimmte Oberflächenstrukturen von Krebszellen erkennen und dann natürlich eine etwas gerichtetere Therapie erlauben, als das sonst früher oft der Fall war. Ja, ganz wichtiger Punkt, auch Waschmittel
wissen viele Leute wirklich nicht, dass darin natürlich Enzyme die aktiven Substanzen sind, die lösen Stärke, Fette oder Eiweiße und die kann man nicht einfach so chemisch herstellen, genau wie Antikörper auch nicht. Und die wurden früher, glaube ich, aus Bauchspeicheldrüsen von Schlachtvieh genommen. Und heutzutage wurden eben auch Mikroorganismen darauf programmiert, dass sie diese Enzyme im großen Stil herstellen. Und ich würde sagen, das ist auch relativ flächendeckend bei den Waschmittelproduzenten so. Ja, Blumen, auch ein Thema. Es gibt zum Beispiel Blumen wie Nelken oder Rosen, die natürlich nicht mit blauen Blüten vorkommen. Denen fehlt ein Pigment, das sogenannte Delphinidin. Jetzt sind halt auch Biotechnologen bzw. Gentechniker hergegangen und haben dieses Gen in die Pflanzen eingebracht. Und jetzt gibt es mittlerweile auch Arten von Nelken und Rosen, die eben blau sind. Und der letzte Punkt ist auch relativ neu. Sportbekleidung kann auf Basis von Mais hergestellt werden. Aus diesem Mais wird Stärke gewonnen. Diese Stärke wird zu Zucker umgewandelt und dann kommen gentechnisch veränderte Mikroorganismen ins Spiel. Die wandeln diesen Zucker dann zu Bioplastik um. Und daraus werden dann wiederum Kunstfasern genommen, um diese Sportbekleidung herzustellen, die ja heutzutage als Funktionskleidung relativ wenig Schweiß aufnehmen soll. Wir haben eben mal wieder stellvertretend für die synthetische Biologie die Gentechnik rangenommen, weil es da ja wie gesagt schon einige Produkte gibt und gefragt, wie denn die Akzeptanz in diesen Bereichen ist. An erster Stelle jetzt hier die gentechnisch veränderten Agrarpflanzen. Da war die Tendenz relativ stark, dass es gar nicht oder wenig akzeptiert wird. 70% haben gesagt, sie wollen das nicht, mehr oder weniger, und 20% waren nur dafür. Als Gegenargumente kamen dann oft sowas wie, man weiß nicht, was die Lebensmittel dann mit den Menschen anrichten oder es könnte einen Biodiversitätsverlust von anderen Agrarpflanzen geben und Ähnliches. Ein bisschen anders schaut es dann im nächsten Bereich aus. Da geht es um Energiequellen und Kraftstoffe. Es ist ja schon klar, dass gentechnisch veränderte Pflanzen auch für Kraftstoffe verwendet werden können. Herr Kabeck hat vorhin auch schon das mit den Algen erwähnt, also das ist vielen nicht so bekannt. Mikroorganismen können auch dafür eingesetzt werden, theoretisch. Da waren nur noch 43% dagegen und die Hälfte war schon dafür. Gegenargumente, die kamen, waren bei den Pflanzen natürlich häufig das Argument, dass Nährstoffe dann zu Energie umgewandelt werden für Autofahren. Und bei den Mikroorganismen kamen eigentlich kaum Gegenargumente, weil es, glaube ich, noch nicht wirklich bekannt ist. Und noch ein bisschen krasser, positiv fällt dann das Ergebnis aus, wenn man fragt, ob die Menschen dafür sind, gentechnisch veränderte Mikroorganismen für die Produktion von Medikamenten einzusetzen. Habe ich ja vorhin schon gezeigt, zum Beispiel beim Insulin. Da sagen dann noch 30%, dass sie davon gar nichts oder wenig halten. Und da ist schon deutlich über die Hälfte dann dafür und findet es gut, dass sowas angewandt wird. Also man sieht hier schon eine deutliche Diskrepanz zwischen den Meinungen, ob Gentechnik angewandt werden sollte zwischen verschiedenen Bereichen. Was ja vielleicht auch eine ganz interessante Ansicht ist.